Hallo meine Freunde, hola Madridistas, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Start ins Wochenende und habe passend dazu ein interessantes Video für euch. Wir schauen uns unter anderem in diesem Video an, wie sich unsere Jungs auf das absolute Spitzenspiel morgen Abend im Santiago Bernabéu gegen Atletico Madrid vorbereiten. Und ja, natürlich wird es da einen Live-Watch-Along geben, nehmt euch morgen Abend nichts vor, dieses Derby feiern wir zusammen auf meinem Kanal. Danach unterhalten wir uns aber auch über die Spieler, die mit ihrer Nationalmannschaft berufen wurden und die nicht berufen wurden, denn da ist eine Überraschung dabei. Und zu guter Letzt müssen wir uns über Enzo Fernandez unterhalten. Der argentinische Nationalspieler bietet sich zum zweiten Mal bei Real Madrid an. Das erste Mal wollte ich nicht drauf eingehen, aber inzwischen gibt es so viele Aussagen von dem Spieler selber, dass ich glaube, dass da was dran ist. Also, all das und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, lasst mich erst einmal mit einer Klarstellung in dieses Video starten. Ich hatte bei meinem letzten Video gesagt, dass ich das nächste Heimspiel von Real Madrid mit meinem Sohn im Santiago Bernabéu sehen möchte. Als ich in der Euphorie diese Aussage getroffen habe, war mir nicht klar, dass das nächste Spiel ein Heimspiel gegen Atletico Madrid ist. Das ist meiner Meinung nach, haltet mich für verrückt, aber nicht das sicherste Spiel, um mit einem kleinen Jungen in Santiago Bernabéu zu gehen. Vielleicht übertreibe ich, aber es gibt immer wieder die ein oder anderen Hitzköpfe. In so eine Situation möchte ich meinen Sohn nicht bringen. Außerdem wäre es, schätze ich mal, auch sehr, sehr schwer gewesen, an Tickets zu kommen. Aber ein Mann, ein Wort. Beim nächsten Heimspiel, wo ich dann auch an Tickets komme und mich sicherer fühle, gehe ich natürlich mit meinem Sohn. Danke nochmal an jeden Einzelnen von euch. Natürlich auch für euer Verständnis. Ja, der La Liga-Spieltag hat gestern gestartet mit dem Spiel Villarreal gegen Real Sociedad. Villarreal gewinnt 3:1. Was uns allerdings interessiert, die direkten Duelle. Und diesmal brauchen wir nur auf 2 Matches schauen. Der FC Barcelona spielt morgen um 14 Uhr gegen Villarreal. Villarreal hat gerade Donnerstag noch international gespielt. Das sollte eigentlich ein Spaziergang für den FC Barcelona werden. Und abends dann natürlich der Kracher, das Derby Madrileño, Real Madrid gegen Atletico Madrid. Mit denen haben wir noch eine Rechnung offen. Hoffentlich können wir die morgen begleichen. In der Tabelle wäre es auch wichtig, der FC Barcelona immer noch 4 Punkte vor Real Madrid. Die werden ihr Spiel sehr wahrscheinlich gewinnen. Real Madrid steht unter Druck. Hoffen wir, dass wir die guten Leistungen der letzten Wochen aufrechterhalten. Ja, und wenn ihr auch eure gute Leistung aufrechterhalten wollt, dann empfehle ich euch, geht auf die Seite holy.de. Da findet ihr leckere Getränke mit tollem Geschmack, ohne Zucker, ohne Bullshit. Aber es gibt natürlich für jeden etwas. Seien es Energy Drinks, Hydration, seien es sogar Shakes. Also für alle Geschmäcker was dabei. Mein persönlicher Favorit ist zurzeit Tangerine Tarantula. Aber wenn ihr nicht wisst, was ihr euch bestellen sollt, empfehle ich immer das Starter Set. Da ist für jeden was dabei. Und Holy hat gerade eine Aktion, die hauen einen raus. Solltet ihr ein Starter Set holen, kriegt ihr gratis dazu einen Cola Koala oder ein Blue Raspberry. Und das Beste an allem, ihr könnt dann noch den Code ALAMADRID nehmen. Ihr kriegt 10% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Oder wenn ihr Neukunde seid, gebt ein ALAMADRID 5 und ihr kriegt 5 Euro auf eure erste Bestellung. Ihr unterstützt natürlich damit auch diesen Kanal. Viel Spaß mit Holy. Ja, und jetzt wieder zurück zu diesem Video. Und wenn ihr euch fragt, was ihr da gerade rechts seht, ja, das ist mehr als die Hälfte der Mannschaft von Real Madrid. Die waren gestern Nacht bei einer MMA-Veranstaltung in Madrid. Ein Arda Güler, ein Valverde, ein Vini, ein Rüdiger, Brahim, Ceballos, Courtois etc., Mastantuono, Bellingham, ihr seht, alle waren da, auch ein Trent Alexander-Arnold. Ja, der musste nämlich auf andere Gedanken kommen, dazu komme ich gleich, aber so bereiten sich unsere Jungs vor. Jetzt gibt es welche, die sagen, um Himmels Willen, die müssen abends im Bett sein. Ey, das sind junge Kerle. Ich glaube, der Körper, der kann das schon abhaben, wenn die einmal bis 1 Uhr oder 2 Uhr morgens wach sind, um Himmels Willen. Die sollen sich heute gut ausruhen und sollen dann gegen Atletico Madrid abliefern. Ich finde auch, mit der Leistung in der letzten Woche haben die sich so eine Auszeit verdient. Und ich glaube, das ist auch gut für das Teambuilding. Ja,
Was nicht gut für das Teambuilding ist, meiner Meinung nach, sind die Länderspiele. Ich habe euch gestern schon berichtet, dass einige Spieler nominiert worden sind. Die nächsten waren gestern dran, angeführt von einem Arda Güler. Bei ihm ist es natürlich mit am wichtigsten, denn er spielt um die WM-Qualifikation mit der Türkei. Natürlich ist der Türke dabei, für mich der beste türkische Nationalspieler, aber auch ein Jude Bellingham. Ja, das war die große Überraschung. Ohne eine Minute bei Real Madrid bisher gespielt zu haben, wird er zur englischen Nationalmannschaft nominiert. Tuchel hat selber in einem Interview dazu gesagt, in der Pressekonferenz, das ist mit allen Parteien so abgesprochen. England wollte, dass er kommt, Bellingham selber wollte dahin, Real Madrid wollte auch, dass er dahin geht, damit er da trainiert mit den besten 22 englischen Spielern anscheinend. Ob das wahr ist oder eine PR-Aktion, das waren die Worte von Thomas Tuchel. Ja, zu Bellingham kommen wir gleich. Wer nicht in der englischen Nationalmannschaft dabei ist, ist Trent Alexander-Arnold. Und das hat schon für sehr viel Unruhe gesorgt. Ich hoffe, dass er jetzt eine Trotzreaktion zeigt und bis zum Ende der Saison der englischen Nationalmannschaft und Thomas Tuchel beweisen will, warum er mit zur WM sollte. Denn jede gute Leistung von Trent Alexander-Arnold ist natürlich eine gute Nachricht für Real Madrid. Naja. Außerdem muss ich als Madrid-Fan sein, egoistisch gesehen ist es das Beste für Madrid. Er ist nun mal verletzungsanfällig. Wenn er nicht bei England dabei ist, naja, vielleicht bleibt er dann verletzungsfrei bei Real Madrid. Ich finde aber trotzdem, der hätte es natürlich verdient. Ansonsten sind andere Spieler dabei. Franco Mastantuono reist nach Argentinien. Ein Dean Housen ist für Spanien dabei. Und wenn wir bei spanischen Nominierungen sind, möchte ich euch dieses wunderschöne Video zeigen. Das ist die Mannschaft von Osasuna, die Victor Muñoz nach oben schmeißt, weil er es geschafft hat in die A-Nationalmannschaft von Spanien. Der Nachwuchsspieler von Real Madrid, der zu 50% immer noch Real Madrid gehört, eine wahnsinnig tolle Saison bei Osasuna spielt. Es ist nicht einfach, in die spanische Nationalmannschaft zu kommen. Es freut mich sehr für Victor Muñoz, es freut mich sehr für Real Madrid, denn was auch immer seine Zukunft bringt, sollte er es zurückschaffen nach Real Madrid, ich bin für ein klares Ja. Der Junge ist so ein Wirbelwind, aber selbst wenn nicht, sein Marktwert steigt, das bedeutet im schlimmsten Fall mehr Geld in den Kassen von Real Madrid. Ja, das sind die Nationalspieler, die berufen wurden. Mal schauen, wie viele es am Ende noch werden. Ja, kommen wir aber jetzt zu Real Madrid. Die waren natürlich nicht nur MMA gucken, die standen auch auf dem Trainingsplatz und bereiten sich auf das Spiel vor. Heute um 11 Uhr ist das Abschlusstraining, vorher um 10:30 Uhr die Pressekonferenz von dem Álvaro Arbeloa. Sollte da was Interessantes dabei sein, erfahrt ihr es spätestens morgen in meinem Video. Ansonsten vielleicht heute noch auf einer Instagram-Story oder in einem TikTok. Ihr könnt mir da auch gerne folgen. Da unten sind die Kontakte. Ja, und dieses Training, was ihr an meiner Seite seht, ist besonders interessant, weil wir natürlich alle wissen wollen, wie sieht es mit unseren verletzten Spielern aus? Wer kommt wieder zurück? Wer ist immer noch verletzt? Etc. Ich muss sagen, ein Kylian Mbappé ist in den letzten 2 Tagen mit Abstand der Beste auf dem Trainingsplatz. Der hat ständig so Aktionen, wo der 3, 4 Leute austribbelt, den Ball mit links unter die Latte schießt. Also der Franzose scheint in guter Verfassung zu sein. Allerdings gibt es eine andere positive Nachricht. Und zwar, Jude Bellingham ist zurück. Lesen wir uns dazu ganz kurz die Informationen durch. Bellingham bereit für das Derby. Arbeloa wird nur auf Courtois, Mendy, Ceballos, Rodrigo und Militao verzichten müssen. Nur. Als wenn das wenig wäre. Ja, Real Madrid bereitet sich intensiv auf das Derby gegen Atletico Madrid vor. Für Arbeloas Mannschaft kommt das Derby zu einem Höhepunkt nach dem überzeugenden Sieg gegen Manchester City in der Champions League. Real Madrids Trainer muss im Spiel auf den bekannten Courtois verzichten, der an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel laboriert. Auch Rodrigo, Militao, Ceballos und Mendy fallen weiterhin aus. Die übrigen angeschlagenen Spieler stehen für das Madrider Derby jedoch zur Verfügung. Bellingham ist in dieser Gruppe, nachdem er erstmal seit seiner Verletzung der linken Oberschenkelmuskulatur das gesamte Training absolviert hat. Der Engländer wird in den Kader berufen und könnte vor seinem Einsatz in der englischen Nationalmannschaft erste Spielminuten sammeln. Carreras, Alaba und Asensio werden voraussichtlich ebenfalls im Kader für das Derby stehen. Die beiden Erstgenannten reisten zwar nach Manchester, kamen aber nicht zum Ansatz. Asensio hingegen kehrt damit in den Kader zurück, nachdem er das
Spiel gegen Elche und das Champions League Rückspiel gegen Manchester City verpasst hatte. Also, wie ihr hört, sehr viele gute Nachrichten für den Madridismo. Bellingham ist zurück, Carreras ist zurück, Alaba, Asensio. Also, unser Lazarett lichtet sich langsam, unsere Spieler kommen zurück. Umso mehr, umso besser. Trotzdem bleibe ich der Meinung, auch diese Spieler müssen sich ihren Platz in der Mannschaft wieder erarbeiten. Real Madrid hat da eine homogene Truppe zusammengefunden, die gute Spiele abliefern. Ja, wer da wieder reinkommt, der sollte es meiner Meinung nach schwer haben und sollte den gleichen Willen und Einsatz zeigen wie die 11, die bisher die guten Ergebnisse geholt haben. Ja. Wer unter diesen 11 stand, die sehr gute Ergebnisse geholt haben, eine der größten, die größte Überraschung in dieser Saison, natürlich Thiago Pitaric. Und seine Leistungen werden belohnt, denn dazu gibt es eine Information vom AS. Thiago Pitaric bleibt ab sofort in der ersten Mannschaft. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Thiago Pitaric ist nun ein Spieler der ersten Mannschaft und wird nicht in die Reservemannschaft zurückkehren. Die Genesung der verletzten Spieler ändert nichts an Arbeloas Plänen für den Jugendspieler. Thiago Pitaric gehört nun offiziell bis zum Saisonende zum Profikader, nachdem er sich in den letzten Spielen als Stammspieler etabliert hat. Sein Aufstieg war kometenhaft und machte ihn vom vielversprechenden Nachwuchsspieler der Reservemannschaft zu einem festen Bestandteil der Startelf. Das Trainerteam um Arbeloa hat vollstes Vertrauen in Pitaric. Der Trainer sieht ihn als Schlüsselspieler für den Rest der Saison und hat bereits eine klare Entscheidung getroffen. Pitaric wird unter keinen Umständen in die Reservemannschaft zurückkehren. Auch mit der Rückkehr wichtiger Mittelfeldspieler wie Jude Bellingham ist geplant, Pitaric weiterhin in die erste Mannschaft zu integrieren. Sein Aufstieg ist angesichts der starken Konkurrenz um seinen Platz besonders bemerkenswert. Während andere Nachwuchsspieler wie Manuel Ángel, Palacios und Yáñez je nach Bedarf zwischen Reservemannschaft und erster Mannschaft pendeln, hat sich Pitaric endgültig in der ersten Mannschaft etabliert. Seine Leistungen waren dabei ausschlaggebend. Ja, und ich finde, tolle Neuigkeiten für den Jungen. Der hat sich das auf dem Fußballplatz erarbeitet. Was für eine Energie er in die Mannschaft gebracht hat. Er war genau dieses belebende Element, was Real Madrid gebraucht hat. Für mich eine Riesenfreude für den Jungen und man hört inzwischen auch, dass im Sommer Real Madrid eventuell seinen Vertrag noch einmal verlängern möchte. Ich meine, die haben ihn gerade erst verlängert, aber er soll wohl so eine Ausstiegsklausel von 1 Milliarde bekommen. Diese klassischen Ausstiegsklauseln, die du bekommst, wenn Real Madrid langfristig mit dir plant. Also, gute Neuigkeiten für Thiago Pitaric. Er ist jetzt zu 100% Spieler der ersten Mannschaft. Ja, und dann kommen wir zum letzten Thema, einem Spieler, der auch 100% Teil der ersten Mannschaft von Real Madrid werden möchte, nämlich Enzo Fernandes. Ihr wisst, Real Madrid sucht in diesem Sommertransfermarkt einen kreativen Fußballspieler und zwar einen erfahrenen. Es kam der Name Vitinha immer wieder ins Spiel, Rodri kam ins Spiel, aber der Name Enzo Fernandes klingelt auch immer wieder durch. Ich zeige euch zunächst einmal die Information von OK Diario. Eduardo Inda hat diese Information präsentiert. Er sagt, Eduardo Inda gab im Chiringuito bekannt, dass Enzo Fernandes sich nach Chelseas Debakel in Paris erneut Real Madrid angeboten hat. Real Madrid ist von ihm begeistert, doch das Problem bleibt sein Preis. Für weniger als 100 Millionen wird er die Stamford Bridge nicht verlassen. Enzo Fernandes bietet sich Real Madrid an. Enzo Fernandes hat Real Madrid zum zweiten Mal innerhalb eines Monats seine Dienste angeboten. Der Anruf erfolgte letzte Woche nach der Champions League Niederlage seines Teams gegen PSG. Der spanische Club ist von dem argentinischen Nationalspieler begeistert, doch das Problem ist die Ablösesumme. Er wird Chelsea nicht unter 150 Millionen Euro verlassen. Eduardo Inda berichtet dazu in der Sendung El Chiringuito, ein weiterer Ausnahmespieler hat angerufen. Nach der Niederlage seines Teams gegen PSG hat er sich erneut bei Real Madrid erkundigt. Es handelt sich um Enzo Fernandes, den Mittelfeldspieler von Chelsea und der argentinischen Nationalmannschaft. Ja, also, das war die Information von OK Diario. Davon kann man was halten oder nicht. Aber für mich ist die sehr, sehr plausibel, weil ich mir die Interviews von Enzo Fernandes nach der Niederlage von Chelsea gegen Paris angehört habe. Ich habe die für euch mal übersetzt. Hört euch mal diese 2 Interviews an. Weltmeister mit Argentinien, Gewinner von vielen Titeln mit Argentinien, auch Clubweltmeister mit Chelsea. Die Frage, die sich mir stellt, ist, was ist nach, davor
und während des Abgangs von Maresca passiert? Denn für mich ändert sich von außen betrachtet dadurch alles. Und das ist etwas, das ich einfach fragen musste, unabhängig davon, das Spiel 20 Mal zu analysieren, oder? Nein, ich verstehe das auch nicht. Manchmal gibt es Dinge, die wir als Spieler nicht verstehen, wie und auf welche Weise sie versuchen, die Dinge zu regeln. Deshalb habe ich keine Antwort für dich, weil ich es nicht weiß. Offensichtlich war es ein Abschied, der uns sehr wehgetan hat, weil wir eine Identität hatten. Er hat uns Ordnung gegeben, unabhängig davon, wie der Fußball eben ist. Manchmal bringt er gute, manchmal schlechte Ergebnisse, aber er hatte immer eine sehr klare Identität, wenn es ums Trainieren und Spielen ging. Und natürlich hat uns sein Weggang sehr getroffen, vor allem mitten in der Saison. Das reißt dir einfach alles auseinander, oder? Enzo, kann man garantieren, dass du nächstes Jahr weiterhin bei Chelsea bleibst? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, im Moment denke ich nur an das Hier und Jetzt. Es sind noch 8 Spiele und der FA Cup, dann kommt die Weltmeisterschaft und danach wird man sehen. Wir werden sehen. Wow, und das sind schon krasse Worte von einem Spieler. Für mich sagt er ganz klar, ich weiß nicht, ob ich hier bei Chelsea bleiben möchte. Und was die hier gemacht haben, die haben uns den Trainer mitten in der Saison weggenommen, das versteht hier keiner. Also das hört sich nicht an wie ein Spieler, der zufrieden ist. Und das hört sich für mich an mit einem Spieler, ja, wie gesagt, der mit dem Kapitel Chelsea schon so ein bisschen abgeschlossen hat. Also das fand ich schon sehr, sehr harte Interviews. Und wenn man dann gleichzeitig die Information bekommt, der hat bei Madrid angerufen, das ergibt Sinn. Enzo Fernandes, ja, ich finde, man muss das Spielerische und das Menschliche unterscheiden. Ich fange erstmal mit dem Spielerischen an. Spielerisch ist der Typ eine Granate. Ist der einzige Spieler auf diesem Planeten, der Weltmeister und Clubweltmeister gleichzeitig ist. Eine führende Rolle sowohl in der argentinischen Nationalmannschaft als auch bei Chelsea. Immer ein Leader, der möchte natürlich Titel gewinnen. Und wenn du siehst, ich bin mit Chelsea Lichtjahre hinter Paris Saint-Germain, ist es logisch, dass sich so ein Spieler umschaut. Also das ergibt schon Sinn. Ja, wie gesagt, fußballerisch kann er mit Sicherheit Real Madrid weiterhelfen, ist auch ein Leader, ist so ein Drecksack auf dem Platz, der geht immer volle Pulle drauf, bringt Energie mit. Also ich glaube, das würde Madrid fußballerisch weiterhelfen und auch so, ja, diese Gier bringt er mit. Ja, und jetzt kommen wir zum Menschlichen. Und menschlich möchte ich Enzo Fernandes nicht bei Real Madrid. Ich werde es nicht vergessen, wie er nach dem WM-Sieg damals gegen Frankreich rassistische Lieder im Bus gesungen hat. Und ich weiß, du hast gerade eine WM gewonnen, du bist euphorisch, es ist vielleicht nicht so ernst gemeint, was auch immer, aber es gibt Grenzen, die hat ein Mensch nicht zu überbrücken oder nicht zu durchbrechen, und das ist für mich eine. Und ganz ehrlich, bevor ich persönlich, das, was jetzt kommt, ist meine persönliche Meinung. Jeder kann eine andere haben, ich respektiere jede Meinung, so ist das. Aber bevor ich 150 Millionen für einen Enzo Fernandes in die Hand nehme, keine Ahnung, da entwickle ich lieber einen Thiago Pitac weiter. Oder dann gebe ich sogar lieber 50 Millionen für einen Rodri aus, für 3 Jahre, damit bis ein Thiago Pitac auf dem Level ist. Oder ich investiere nochmal intensive Zeit, dass ein Arda Güler dieser Aufbauspieler wird. Oder ich schaue, was ein Vitinha in 2 Jahren sagt. Ich persönlich mag Enzo Fernandes menschlich nicht. Aber das ist meine Meinung. Ihr könnt gerne eine andere haben. Ja, ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Hättet ihr Enzo Fernandes gerne bei Real Madrid? Wenn ja, lasst das bitte in den Kommentaren. Sagt mir auch, was eure Meinung ist zu der Vertragsverlängerung oder dazu, dass Thiago Pitac aufgestiegen ist, endgültig in die erste Mannschaft, zur Nationalmannschaft etc. pp. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video. Hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, wäre schön, wenn du mich unterstützen könntest. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Allah Mari!